Okay, willkommen zum Quantum Master Kurs zweiter Teil. Und wir machen heute alles ein kleines bisschen anders als in den anderen Quantum Master Kursen. Ich möchte euch nämlich ein bisschen näher einführen in das kosmische Bewusstsein, in die kosmische Welt. Wir hatten das letzte Mal über das Quantum gesprochen. Und nachdem das Quantum ja riesig, 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 riesig ist, möchte ich euch helfen, hier ein bisschen mehr Verständnis zu bekommen, welche Strukturen in dem Quantum vorhanden sind und welche Strukturen hier auf der Erde sind. Und ich möchte euch helfen, auch ein kleines bisschen Sensitivität zu aktivieren für Informationen, die in der New Age Community geteilt werden. Die bei mir in dem Starseed-Kurs waren, kennen dieses Thema mit der New Age Community ganz, ganz intensiv. Und ich möchte hier, bevor wir in den Kurs gehen, einmal mit euch gemeinsam etwas aktivieren. Und das ist das bekannte Herzbewusstsein. Und mit dieser Aktivierung des Herzbewusstseins möchte ich euren Wahrheitsdetektor helfen oder euren Wahrheitsfilter aktivieren. Und darum lade ich euch ein paar tiefe Atemzüge in euer Herz zu nehmen. Gerne, wenn ihr möchtet, eure Augen zu schließen und die Intention zu setzen, dass euer Herz jetzt euer Fokuspunkt ist. Und wenn es euch schwer fällt, euch mit eurem Herzen zu verbinden, lade ich euch ein, gerne eine Hand aufs Herz zu legen, die andere Hand darüber. Oder vielleicht auf das Herzchakra zu tappen, zu klopfen mit euren Fingern. Fühlt mal, was euch besser tut. Das Tappen auf das Herzchakra, das Auflegen der Hände auf das Herzchakra oder einfach nur euer Fokus in eurem Herzen und atmet in eurem Herzen. Fokussiert euch auf euren Herzschlag und wenn ihr möchtet, visualisiert euch als kleines Selbst in eurem Herzen. Und seht einmal, wie euer physisches Herz um euch herum pulsiert und die grüne Sphäre von Licht um euch herum im Takt eures Herzens schlägt. Und hier lade ich euch ein, euer Herzzentrum zu aktivieren in Form eines großen Lichtportals, das sich im Zentrum eures Herzens öffnet und sich ausdehnt. Atmet tiefe Atemzüge in euer Herz. Und entscheidet euch, euer Herzzentrum auf das nächste Level zu aktivieren. Und visualisiert, wie das Licht eures Herzens sich ausdehnt in euer Solarplexus Chakra, Wurzelchakra, Sakralchakra und eine Bindungsbrücke bildet mit eurem Erdstern. Ein Zentrum, das sich ein paar Zentimeter unterhalb eurer Füße, innerhalb der Erdoberfläche oder des Bodens befindet. Und wie von dort dieser Erdstern eine Brücke bildet zu dem kristallinen Herz des Planeten. Und gleichzeitig lasst das Licht eures Herzportals euer Halschakra hinaufwandern, euer drittes Auge berühren und euer Kronenchakra öffnen. Und von dort aus bildet sich eine Brücke, eine Verbindung zu eurem höheren Selbstportal, ein Zentrum ein paar Zentimeter oberhalb eures Kopfes. Und von dort aus lasst das Licht in den Kosmos wandern.
in die Rückanbindung mit der zentralen Energie der Sonne und der zentralen Sonne. Die zentrale Sonne bildet einen Bindungspunkt mit eurem Seelenstern, euer Seelenportal. Und setzt euch die Intention, euch mit dem Seelenportal und dem Zentrum der Galaxie zu verbinden. Atmet und fühlt die Verbindung mit dem Planeten und den kosmischen Energien. Und erinnert euch hier in dieser Anbindung, dass ihr alles erschafft und alles zu jeder Zeit steuert. Wenn auch nicht immer bewusst für den Menschen, doch als das kosmische Wesen, welches ihr seid, steuert ihr all das. Und so seht einmal, wie aus eurem Seelensternportal Codes zu euch fließen, in euer Energiefeld fließen, in eure Chakren fließen, in jede Zelle eures Körpers fließen und euren Zentralkanal, der alle Chakren miteinander verbindet, fließt in großer Intention und Intensivität. Und wie die Codes eurer Seele auch ihren Weg in die Erde finden und in euer gesamtes Energiefeld. Und entscheidet euch hier in dieser Energie nun euer Herzchakra auf einem weiteren Level zu aktivieren. Und seht, wie aus eurem aktivierten Herzzentrum eine goldene Sphäre emporsteigt, die euch vollständig umgibt. Eine Sphäre aus goldenem Licht. Und erlaubt, dass diese Sphäre eure Aura vollständig umgibt. Vollständig umhüllt. Und fühlt diese Energie von Gold, der göttlichen Essenz von Reinheit und Klarheit. Und erlaubt, dass diese Sphäre nun beginnt, lebendig zu werden und sich zu bewegen im Uhrzeigersinn. Und wie das Gold auf ein völlig neues Frequenzspektrum wandert und nicht mehr das metallische Gold, wie ihr es kennt, von der Erde repräsentiert, sondern mit dem göttlichen Funken, der göttlichen Frequenz beginnt zu strahlen und zu leuchten. Und alle Energien, die euch nicht mehr dienen, hier und jetzt, aus eurem Energiefeld und eurem Quantum entfernt. Atmet und fühlt und erinnert euch, dass ihr all das erschafft und dass alles gut sein darf in eurer Welt. Atmet und fühlt. Erlaubt das volle Spektrum der goldenen Sphäre. Erlaubt ihr, sich so schnell zu bewegen, wie es euch dient. Die einen dürfen vom Gas gehen und die anderen von der Bremse. Erlaubt, dass die Sphäre ihre Arbeit macht, ihr Ding macht. In Co-Kreation mit eurem höheren Selbst und eurer Seele. Und erinnert euch, dass diese Kräfte eures höheren Selbstes und eurer Seele permanent euer höchstes Wohl im Herzen und im Geiste tragen. Da ihr es seid,
Und hier lade ich euch ein, in dieser goldenen Sphäre, in Verbindung mit eurem Herzen, euer Herzbewusstsein zu aktivieren. Das Herzbewusstsein oder auch Wahrheitsbewusstsein ist euer stärkstes Werkzeug hier auf dieser Erde. Ihr müsst nicht sofort wissen, wie es funktioniert. Es reicht, wenn ihr die Intention setzt, dass euer Herzbewusstsein und damit euer Wahrheitsbewusstsein, euer Wahrheitsdetektor sich vollständig aktiviert, durch euer Energiefeld strömt und sich verbindet mit der goldenen Sphäre von Licht. Und erinnert euch, dass alles gut ist in eurer Kreation. Wie sollte es anders sein, wenn ihr all das erschafft? Alles darf dienen dem höchsten Wohl, für Wachstum, Ausdehnung und Heilung. Atmet und fühlt. Und ich lade euch ein, zu verstehen, dass wann immer diese goldene Sphäre von Licht und euer Herzzentrum aktiviert ist und ihr euren Wahrheitsdetektor aktiviert habt, dass ein Energiefeld entsteht, das euch in Klarheit zeigt, was mit euch in Resonanz geht und was nicht. Dass ihr intuitiv fühlt und wisst, was Teil eurer Seelenwahrheit ist, Teil eurer Seelenweisheit ist, was ihr hört oder lest oder in Gesprächen spricht oder was einfach nicht Teil eurer Wahrheit ist. Wenn ihr dieses Schild aktiviert, hilft euch dieses Schild durch Indikatoren wie Leichtigkeit und Balance und Wohlgefühl im Vergleich zu starker Disbalance und Disresonanz klar zeigen, was für euch gut ist und was euch dient. Und diesen Wahrheitsdetektor lade ich ein, für euch mit eurem Wunsch immer wieder zu aktivieren, wann immer ihr Nachrichten hört, Botschaften hört, Informationen zu euch kommen. Und ihr könnt diesen Wahrheitsschild schon aktivieren, bevor ihr überhaupt eine Information bekommt, indem ihr diesen Wahrheitsdetektor in der Verbindung mit eurem Herzen, ihr verbindet euch mit eurem Herzen, ihr atmet in euer Herz. Erstmal lernt zu fühlen. Zum Beispiel ein YouTube-Video. Fühlt in die Energien des Titelbildes und der Überschrift hinein, ob dieses YouTube-Video eure Aufmerksamkeit überhaupt wert ist. Wenn Artikel oder Nachrichten in eure Welt kommen, fühlt, ob der Titel und die Nachrichten, Überschriften eure Aufmerksamkeit wert sind. Denn eure Aufmerksamkeit ist eure Lebensenergie. Und es gibt einfach Kräfte hier auf diesem Planeten und überall im Kosmos, die diese Lebensenergie haben wollen. Und im Vergleich zu dem, was man glaubt oder erzählt bekommt, dass es Dämonen gibt, die Energievampire sind und eure Energien aussaugen, ist die Wahrheit ein kleines bisschen komplexer. Die meisten Wesenheiten, Astralwesenheiten, bekommen ihre Energie durch eure Reaktionen, besonders eure negativen Reaktionen. Teilweise missbrauchen diese Wesen Channel-Medien, Medien an sich, ARD, ZDF etc., aber auch YouTube-Kanäle,
Reaktionen in den Menschen auszulösen. Und so, und auch Filme, ganz großer Punkt. Filme, Bücher. Und diese Wesen wirken auch manchmal durch Menschen in Gesprächen. Und wenn Gespräche nicht eurer Aufmerksamkeit würdig sind, weil sie negativ sind, weil sie eure Energie runterfahren oder einfach nicht mit euch resonieren, dann kann ich euch nur einladen, dass ihr euch erinnert, dass ihr jetzt in dem Moment eure kreative Lebenskraft an diese Wesen in diesem Momentum abgebt. Und leider in der New Age Community gibt es sehr, sehr viele gar nicht negativ beabsichtigte Videos, die aber beeinflusst sind von Wesen, Channel-Medien oder Leute, die früher tolle Dinge gesagt haben, sind auf einmal in ihren eigenen Themen, wo Wesenheiten durch sie hindurch arbeiten können und Botschaften verteilen, die darauf abzielen, dass ihr eine Reaktion zeigt. Und beginnt mit eurer Kreativkraft die gewünschte Reaktion zu erschaffen. Dazu gehört zum Beispiel die Illusion, dass ein Solarflash den Aufstieg der Erde macht. Die Erde steigt auf und die Erde ist bereits fünfdimensional. Aber die Menschen befinden sich in einem niedrigen, limitierten Bewusstseinsspektrum, das künstlich hergestellt wird. Darauf komme ich gleich. Und dieses Bewusstseinsspektrum, das künstlich etwas heruntergefahren und limitiert ist, gilt es zu erhöhen. Und damit ist der Aufstieg ein individueller Prozess. Wir hatten jetzt sehr viele Solar Flares gehabt. Jedes Mal, wenn die Sonne eine Eruption hat, kommt Bewusstsein auf diesen Planeten, das ist korrekt. Aber dieses Bewusstsein muss von Individuen, die auf diesem Planeten leben, verankert werden und aufgenommen werden. Es macht Sinn, immer dann, wenn Sonneneruptionen sind, sich die Zeit zu nehmen, zu meditieren und die Informationen, die die Sonne euch sendet, aufzunehmen, zu verkörpern und zu verankern. Das sorgt am Ende dafür, dass ihr mit mehr Leichtigkeit aufsteigt. Das ist das, worum es eigentlich geht bei der Botschaft von Solar Flares. Aber es gibt Menschen, die reagieren mit Angst. Und diese Codings von Angst und Weltuntergang, Apokalypse und all diese anderen Dinge, Pole Shifts oder Fake Alien Invasionen oder Blackouts oder Lockdowns und Wirtschaftskrisen und Stromausfällen und Corona war ein großes Ding, wo man ganz klar gesehen hat, wie diese Lebenskreativkraft missbraucht wurde von vielen, vielen Leuten. Aber auch zum Beispiel die Idee, dass ETs kommen und euch retten. Ja, hier sitzt einer vor euch in einer gewissen Art und Weise, aber ihr habt die Verantwortung, eure Welt zu verändern. Und das ist das, was Ascension ist. Und das ist eigentlich die Essenz in der New Age Community. Und leider ist aber sehr, sehr viel Botschaft verwaschen, weil wie Leute in ihren eigenen Themen sind, weil Wesenheiten durch diese Leute arbeiten können, weil sie angreifbar sind, während sie in ihren Themen sind. Oder teilweise werden wirklich Medien missbraucht, weil sie ihre inneren Prozesse nicht machen. Die inneren Prozesse sind unglaublich wichtig, um das Bewusstsein zu erhöhen. Ansonsten konsumiere ich nur Ideen von höherem Bewusstsein, aber kann sie nicht verkörpern. Das bedeutet, ich muss lernen, mir meine Themen anzuschauen und diese Themen zu bearbeiten. Man nennt das auch Schattenarbeit. All das, was bisher im Schatten liegt, darf ich in meinem Licht sehen und loslassen und erkennen und heilen oder transformieren oder am Ende sogar transzendieren. Und dann habe ich überhaupt den Raum, höheres Bewusstsein aufzunehmen und zu verkörpern. Und dann beginnt der Aufstieg. Die Erde ist bereits fünfdimensional. Die neue Erde ist bereits da und verfügbar. Und die Frequenzspektren auf diesem Planeten sind teilweise so deutlich erhöht,
dass man ohne Probleme ein fünfdimensionales Leben führen kann. Alles, was euch daran hindert, ein fünfdimensionales Leben zu führen, sind eure Ideen, Glaubenssätze und Konzepte. Und das gilt es zu sehen, zu erkennen und aufzulösen. Und die Leute, die das nicht tun, für diese Leute ist das im Moment auf diesem Planeten sehr unkomfortabel. Dadurch, dass die Frequenzen höher sind, die Energien und der Fluss von Energien höher ist, durch die Erhöhung des Bewusstseins innerhalb des Menschenkollektives, durch den Influx von kosmischen Energien und dadurch, dass sich jede Seele entschieden hat, jetzt aufzusteigen und das Bewusstsein zu erhöhen und alte Muster und Pfade zu verlassen, erhöht sich die Energie und damit das, was sich in eurer Realität übersetzt. Das bedeutet, ganz simpel ausgedrückt, und ich versuche es so kurz wie möglich zu halten: Wenn ihr Scheiße in eurem Rucksack habt, dann wird sich Scheiße viel schneller in eurer Welt manifestieren. Wenn ihr ein glückliches Leben führen möchtet, habt ihr die Fähigkeit, innerhalb kürzester Zeit ein wundervolles, glückliches Leben zu erschaffen. Aber dafür muss der Rucksack voll Mist und Quatsch ein für alle Mal ausgeleert werden, weil eure Frequenz lügt nicht und die Frequenz von niemandem lügt. Und hier geht euer Herz, euer Wahrheitsdetektor. Das ist der Frequenzdetektor. Und wenn jemand schöne Worte sagt, aber einen Rucksack voll Quatsch hat oder Wesen sind, die durch diese Person arbeiten, dann fühlt ihr das, weil die Frequenz so einzigartig ist und es gibt nichts, was ihr, ja, Frequenz kann nicht manipuliert werden. Frequenz ist immer das, was es ist. Und die Frequenz wird beeinflusst durch euer Bewusstsein, durch eure Ideen, durch eure Glaubenssätze und eure Konzepte. Ihr könnt zum Beispiel super viel Hochfrequenzmusik hören, aber sie hat nur einen geringen Effekt, wenn ihr im Kampf und im Krieg gegen euch seid. Deswegen ist es so wichtig, dass ihr euren Rucksack leer macht, weil euer Rucksack kreiert mit.